Herzlich willkommen zu meiner Tutorial-Reihe in C#. Wir besprechen zunächst die logischen Operatoren einer if-Abfrage. Ich werde euch die logischen Operatoren aufschreiben und gleich wiederkommen. Und dazu werde ich die einzelnen Operatoren erklären. Ich habe euch hier die logischen Operatoren vorbereitet. Dazu werde ich den einzelnen Operator mit euch besprechen. Zum Verständnis schreiben wir hier eine if-Bedienung. Und wie eine if-Bedienung geschrieben wird, zeige ich euch jetzt. Wir schreiben hier ein if, runde Klammer, dann die Bedienung und geschweifte Klammer. Dann eine Anweisung, console.writeLine. Hallo. Wenn diese Bedienung erfüllt ist, dann wird diese Anweisung in der Konsole ausgegeben. Ich werde euch mit dieser if-Bedienung die einzelnen logischen Operatoren erklären. Ich fange mit dem Ungleich-Operator an. 2 ungleich 3. Ist die Bedienung hier erfüllt, dann wird diese Anweisung hier in der Konsole ausgegeben. Ist die Bedienung nicht erfüllt, dann wird auch diese Anweisung nicht ausgegeben. Führen wir das Programm aus und wir können erkennen, Hallo auf der Konsole. Wollen wir jetzt zwei Werte vergleichen, dann müssen wir hier ist gleich schreiben. Führen wir das Programm jetzt aus, dann wird nichts ausgegeben, weil die zwei Werte sind nicht gleich. Das heißt, wir müssen die 2 zu einer 3 ändern, damit die Bedienung erfüllt ist. Führen wir das Programm jetzt aus, dann sehen wir auf der Konsole Hallo. Schreiben wir hier jetzt ein kleiner als Zeichen und führen das Programm aus, dann sehen wir nichts auf der Konsole. Schreiben wir hier allerdings alles kleiner als 2 hin, dann wird in der Konsole Hallo angezeigt. Das gleiche gilt auch für das größer als Zeichen. 2 größer 3, wenn wir das ausführen, wird nichts ausgegeben. Wenn wir alles größer als 4 eingeben, dann wird in der Konsole Hallo ausgegeben. Bei dem kleiner gleich gibt es eine Besonderheit. Wir schreiben kleiner Gleichzeichen hin und hier können wir beispielsweise 3 schreiben. Wenn wir das jetzt ausführen, ist die Bedienung erfüllt. Wir sehen auf der Konsole Hallo. Schreiben wir hier jetzt 4 kleiner gleich 3, dann ist die Bedienung nicht erfüllt. Wenn wir allerdings 4 größer gleich 3 schreiben, dann ist die Bedienung wieder erfüllt. Schreiben wir hier wieder 3 größer gleich 3, dann ist die Bedienung ebenfalls erfüllt. Hallo. Jetzt kommen wir zu dem Und-Operator. Bei dem Und-Operator müssen 2 Bedienungen erfüllt sein. Beispielsweise 2 ist größer als 3 und 1 ist kleiner als 7. Sind beide Bedienungen erfüllt, dann wird diese Anweisung in der Konsole ausgegeben. Führen wir das Programm aus. Und es wird nichts ausgegeben in der Konsole. Warum? Weil 2 ist nicht größer als 3. Wir verändern die 2 zu einer 5 und führen das Programm erneut aus. Und wir können sehen, Hallo in der Konsole. Kommen wir jetzt zu dem Oder-Operator. Wenn eine oder beide Bedienungen erfüllt sind, dann wird diese Anweisung hier ausgegeben. Beispielsweise 2 ist größer als 3 oder 1 ist kleiner als 7. Diese Bedienung hier ist richtig. Führen wir das Programm aus, dann wird hier Hallo ausgegeben. Sind beide Bedienungen nicht korrekt, dann sehen wir auf der Konsole nichts. Sind beide Bedienungen erfüllt, dann sehen wir auf der Konsole Hallo. Ich möchte euch anhand eines Beispiels eine if-Bedienung schreiben. Dazu entfernen wir das Ganze hier und schreiben hier console.writeLine. Gib dein Alter ein. Wir konvertieren das Ganze int Alter convert to int console.readline. Wir schreiben eine if-Bedienung Alter kleiner als 12.
Wir schreiben eine Anweisung, console.writeLine. Du bist ein Kind. Hier kann man auch ein else if schreiben mit einer Bedienung. Alter größer gleich 12 und Alter kleiner gleich 17. Wir schreiben hier auch eine Anweisung, console.writeLine. Du bist jugendlich. Und am Ende schreiben wir hier ein else. Da braucht man keine Bedienung. console.writeLine. Du bist erwachsen. Wir führen das Programm aus. Gib dein Alter ein. Alles, was unter 12 eingegeben wird, du bist ein Kind ausgegeben. Alles, was zwischen 12 und 17 eingegeben wird, du bist jugendlich ausgegeben. Hier schreiben wir auch noch 17, du bist jugendlich. Wenn wir hier alles, was über 18 ist, eingeben, dann wird du bist erwachsen ausgegeben. 33, du bist erwachsen. Ich hoffe, ihr konntet dieses Beispiel hier nachvollziehen. Falls ihr Fragen zu diesem Beispiel habt, dann schreibt mir unten in die Kommentare. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert und teilt meinen YouTube-Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.